Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 1. April 2025. Erste deutsche Frau im All. Rabea Rogge aus Berlin ist als erste deutsche Frau ins All geflogen. Sie ist mit einer Rakete von Elon Musks Firma SpaceX gestartet. Die Mission dauert 4 Tage und führt über die Polarregionen der Erde. Die Mission ist privat finanziert. Insgesamt sollen 22 wissenschaftliche Experimente gemacht werden. Zum Beispiel wird das Licht am Himmel untersucht. Außerdem sollen zum ersten Mal Röntgenbilder von Menschen im All gemacht werden. Rogge ist keine offizielle Astronautin, sondern nimmt als Wissenschaftlerin an der Reise teil. Baerbock überraschend in Kiew. Außenministerin Annalena Baerbock ist zu einem Abschiedsbesuch in die Ukraine gereist. Sie sagt: Deutschland steht weiter an der Seite der Ukraine, auch mit der nächsten Regierung. Deutschland gibt der Ukraine 130 Millionen Euro für humanitäre Hilfe. Beim NATO-Treffen will Baerbock deutlich machen: Putin täuscht Verhandlungen nur vor, aber er führt den Krieg weiter. Er darf nicht gewinnen. Frankreich. Apple muss Strafe zahlen. Apple muss in Frankreich 150 Millionen Euro Strafe zahlen, weil das Unternehmen laut den Behörden seine Marktmacht unfair genutzt und andere App-Anbieter benachteiligt hat. Vor allem geht es um die Funktion App Tracking Transparency. Damit entscheiden Nutzer, ob Apps ihre Daten sammeln dürfen. Apple verlangt diese Zustimmung nur von anderen, nicht bei eigenen Apps. Deshalb haben kleine Firmen weniger Geld durch Werbung verdient. China entdeckt großes Ölfeld. China hat im südchinesischen Meer ein großes Ölfeld gefunden. Der staatliche Konzern CNOOC schätzt die Menge auf über 100 Millionen Tonnen Öl. Das Feld liegt etwa 170 Kilometer von der Stadt Shenzhen entfernt. Laut Testbohrungen können täglich 413 Barrel Öl und 68.000 Kubikmeter Gas gefördert werden. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 2. April 2025. Kommt das Cannabisverbot zurück? Seit einem Jahr ist Cannabis in Deutschland teilweise erlaubt. Doch jetzt gibt es Kritik. Die CSU will, dass Kiffen wieder verboten wird. Bayerns Innenminister Hermann und andere Politiker sagen: Die Legalisierung war ein Fehler. Die CSU hofft, dass die SPD in den Koalitionsgesprächen zustimmt. Noch ist nicht klar, ob Cannabis wirklich wieder verboten wird. Vermisste US-Soldaten in Litauen. Alle tot gefunden. In Litauen sind 4 US-Soldaten bei einer Militärübung vermisst worden. Jetzt hat das US-Militär bestätigt: Keiner von ihnen hat überlebt. Rettungskräfte haben zuerst 3 Leichen in einem versunkenen Panzer entdeckt. Später haben sie auch den 4. Soldaten tot geborgen.
China startet Militärübung rund um Taiwan. China hat eine große Militärübung rund um Taiwan begonnen. Daran nehmen Armee, Marine und Raketentruppen teil. Das chinesische Militär sagt, die Übung ist eine Warnung an Taiwan. Taiwan soll nicht versuchen, unabhängig zu werden. Israel streicht Zölle auf US-Produkte. Israel hat jetzt auch die letzten Zölle auf Importe aus den USA abgeschafft. Bisher waren fast alle US-Produkte zollfrei. Jetzt auch manche Agrarprodukte. Die israelische Regierung möchte mit diesem Schritt verhindern, dass neue US-Zölle auch Israel treffen. Denn die USA planen bald neue Abgaben auf viele Produkte aus dem Ausland. Premierminister Netanyahu sagte, dass die Entscheidung die Wirtschaft stärkt und die Preise im Land senken kann. Außerdem hilft sie, die enge Beziehung zwischen Israel und den USA weiter zu festigen. US-Wissenschaftler verlassen Yale aus Angst vor Trump. 3 bekannte Wissenschaftler verlassen die berühmte Yale-Universität in den USA. Sie ziehen nach Kanada. Sie machen sich Sorgen um die Freiheit der Forschung unter Präsident Trump. Auch ihre persönliche Sicherheit sehen sie in Gefahr. Deshalb wollen sie lieber in einem Land leben, wo sie sich sicherer fühlen. Vulkanausbruch in Island. Lava erreicht Straßen. In Island ist nahe dem Ort Grindavik erneut ein Vulkan ausgebrochen. Glühende Lava strömt aus dem Boden und hat bereits Straßen verschluckt. Der Vulkan Syndnúksgígar spuckt Lava und Rauch. Das beliebte Geothermalbad Blaue Lagune wurde evakuiert. Auch viele Menschen aus Grindavik mussten ihre Häuser verlassen. Der Flugverkehr läuft trotz des Ausbruchs normal weiter. Trotzdem wollen einige Menschen in Grindavik bleiben. Island erlebt seit 2021 immer wieder Vulkanausbrüche. Das Land ist bekannt für Feuer, Eis und viele aktive Vulkane. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 3. April 2025. Siemens kauft US-Softwarefirma für 5,1 Milliarden Dollar. Der deutsche Technologiekonzern Siemens hat in den USA eine neue Firma gekauft. Für 5,1 Milliarden Dollar übernimmt Siemens das Softwareunternehmen Dotmatics aus Boston. Die Firma stellt Programme für die Forschung in der Pharmaindustrie her. Mit dem Kauf will Siemens sein Softwaregeschäft weiter stärken. Der Deal ist Teil eines größeren Wachstumsplans. Bereits vor kurzem hatte Siemens eine andere US-Firma übernommen, für rund 10 Milliarden Dollar. Neuer Trend bei E-Autos. 1500 Kilometer Reichweite. In China boomt eine neue E-Auto-Technologie. EREVs. Das hat einen kleinen Benzinmotor, der Strom erzeugt. Damit können Sie weiterfahren, wenn die Batterie leer ist. So können Sie bis zu 1500 Kilometer fahren, ohne die Batterie aufladen zu müssen.
Während chinesische Hersteller mit dieser Technik erfolgreich sind, bauen deutsche Autobauer weiter Autos mit Benzin, Diesel und Elektromotoren. Inzwischen verlieren sie Marktanteile, vor allem bei Premium-SUVs. Internationaler Haftbefehl gegen Netanjahu, was er bedeutet. Der Internationale Strafgerichtshof wirft Israels Regierungschef Netanjahu mögliche Kriegsverbrechen in Gaza vor. Deshalb gibt es einen Haftbefehl. Viele Länder erkennen das Gericht an, darunter auch Deutschland. Sie müssten Netanjahu festnehmen, wenn er ihr Land besucht. Frankreich, Italien und Polen haben jedoch bereits angekündigt, dass sie den Haftbefehl nicht umsetzen werden. Trotz des Haftbefehls ist Netanjahu nach Ungarn gereist. Die Regierung dort will ihn nicht festnehmen. Das schwächt die Autorität des Gerichts. Vermisste Tanja. Spürhunde schlagen an Ostsee-Steilküste an. Bei der Suche nach der vermissten Tanja K. gibt es nun eine mögliche Spur. Spürhunde haben in einem Sumpfgebiet angeschlagen. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt auf den Ehemann der Frau. Er steht unter Verdacht, seine Frau getötet und die Leiche in einem schwer zugänglichen Gebiet versteckt zu haben. Die Polizei hat mit Spürhunden auch erneut das Wohnumfeld des Paares abgesucht. Bisher ohne Erfolg. Hamas lehnt Israels Vorschlag ab. Die Hamas hat einen israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen abgelehnt. Sie will nur einen Plan akzeptieren, den Ägypten und Katar vorher vorgeschlagen haben. Dieser Plan wurde bereits vergangene Woche präsentiert. Er enthält eine 50-tägige Feuerpause, die Freilassung von 5 Geiseln und im Gegenzug die Freilassung von Hunderten palästinensischen Häftlingen. Auch Hilfslieferungen und ein Rückzug der israelischen Armee aus bestimmten Gebieten sind Teil des Plans. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 5. April 2025. Ukraine. Russland greift Wohngebiet an. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Kryvyi Rih sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Darunter 9 Kinder. Die Ukraine wirft Russland vor, absichtlich Wohnhäuser und einen Spielplatz getroffen zu haben. Präsident Selenskyj fordert mehr Druck auf Moskau, um den Krieg zu stoppen. Trump reagiert auf Chinas Zölle. China will ab dem 10. April neue Zölle auf Waren aus den USA einführen. Bis zu 34%. Auch der Handel mit bestimmten US-Firmen wird gestoppt. Außerdem klagt China bei der Welthandelsorganisation gegen die US-Zölle. Trump hat gelassen reagiert. Auf Truth Social hat er geschrieben: China ist in Panik geraten. Er hatte zuvor selbst neue Zölle gegen China angekündigt. Schwere Unwetter in den USA. Mindestens 7 Tote. Im Süden und mittleren Westen der USA hat es schwere Unwetter gegeben. Dabei sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen.
Besonders betroffen war der Bundesstaat Tennessee. Starke Tornados und Gewitter haben viele Häuser und Autos zerstört. Auch Bäume und Strommasten sind umgestürzt. Rund 250.000 Haushalte hatten zeitweise keinen Strom. Sekundenklebermann in Bremen ermittelt. In Bremen hat die Polizei den sogenannten Sekundenklebermann gefunden. Der Mann soll im Sommer und Herbst 2024 mindestens 27 Türschlösser mit Kleber beschädigt haben. Die Schlösser konnten danach nicht mehr geöffnet werden. Nach einer öffentlichen Fahndung hat die Polizei viele Hinweise bekommen. So konnte sie die Identität und Adresse des Verdächtigen herausfinden. In seiner Wohnung wurden Beweise gefunden. Der Schaden durch den Kleber ist laut Polizei hoch. Alle 6 Minuten gibt es einen Einbruch. In Deutschland gibt es jedes Jahr etwa 90.000 Einbrüche. Das sind genauso viele wie im Vorjahr. Statistisch gesehen passiert alle 6 Minuten ein Einbruch. Die Täter stehlen vor allem teure Technik, zum Beispiel Smartphones oder Laptops. Der Schaden pro Einbruch liegt bei etwa 3.800 Euro. Experten empfehlen, Türen und Fenster gut zu sichern. Auch Alarmanlagen oder helle Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern können helfen. Wer Wertsachen besitzt, sollte sie fotografieren oder Rechnungen aufbewahren. Das hilft der Polizei und der Versicherung. Häftling soll Ehefrau im Gefängnis getötet haben. In der JVA Burg bei Magdeburg ist eine Frau bei einem Besuch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft steht ihr 37-jähriger Ehemann unter Verdacht, sie getötet zu haben. Der Mann ist Häftling im Gefängnis. Er war mit seiner Frau in einem Besuchszimmer. Dort gibt es keine ständige Überwachung. Als das Personal den Raum betreten hat, war die Frau tot. Die Polizei untersucht jetzt den Fall. Eine Obduktion soll klären, woran die Frau gestorben ist. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 7. April 2025. Familiendrama im Westerwald. 3 Tote. Im Westerwald hat die Polizei am Sonntagmorgen 3 Leichen gefunden. Einen Mann, eine Frau und einen Jugendlichen. Alle 3 haben zu einer Familie gehört. Gegen 3:45 Uhr ist ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Eine Frau hat am Telefon um Hilfe geschrien. Als die Beamten am Haus angekommen sind, war es zu spät. Der Täter ist vermutlich zu Fuß geflüchtet. Die Polizei vermutet, dass die Tat im familiären Umfeld passiert ist. Im Haus haben die Beamten auch Kabelbinder gefunden. In der Nähe haben sie einen Motorradhelm entdeckt. Er könnte dem Täter gehören. Die Polizei hat den Ort abgeriegelt. Spezialeinheiten und ein Hubschrauber haben nach dem Verdächtigen gesucht. Bis zum Abend haben sie ihn aber nicht gefunden.
Die Polizei bittet die Menschen in Weitefeld, vorsichtig zu sein und keine Fremden mitzunehmen. Bedrohung an Duisburger Schulen. Unterricht fällt aus. In Duisburg sind am Montag alle Gesamt- und Sekundarschulen geschlossen geblieben. Der Grund? Es hat eine Bedrohungslage gegeben. Mehrere Schulen haben am Sonntagabend E-Mails an Eltern geschickt. Sie haben geschrieben, dass der Unterricht am Montag ausfällt. Die Polizei hat die Schließung bestätigt. Mindestens eine Schule hat eine Drohmail bekommen. In der Mail standen auch Namen anderer Schulen. Deshalb hat die Bezirksregierung entschieden, kein Unterricht am Montag. Auch einige Gymnasien haben keinen normalen Unterricht gemacht. Manche sind in den Online-Unterricht gewechselt. Andere haben den Eltern die Entscheidung überlassen. Die Polizei war am Montag an vielen Schulen vor Ort. Sie wollte zeigen, dass sie aufpasst. Eine Sprecherin sagte: „Es gibt keine akute Gefahr, aber wir wollen vorsichtig sein." EU plant Reaktion auf US-Zölle. Musk im Fokus. US-Präsident Trump hat neue Zölle auf Produkte aus der EU eingeführt. Bis zu 20%. Die EU will nun mit eigenen Maßnahmen reagieren. Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sind Gegenzölle in Vorbereitung. Auch eine Steuer auf digitale Dienste wird geprüft. Diese könnte Firmen wie Google, Amazon und Elon Musks Plattform X betreffen. Zusätzlich prüft die EU eine hohe Geldstrafe gegen Musk. Der Vorwurf: Auf seiner Plattform gibt es zu wenig Kontrolle gegen Hass und Gewalt. Die Strafe könnte über $1 Milliarde betragen. Blitzermarathon. Polizei kontrolliert Tempo. In dieser Woche gibt es in fast ganz Deutschland viele Tempokontrollen. Der sogenannte Blitzermarathon. Die Polizei will so die Sicherheit auf den Straßen erhöhen. Besonders kontrolliert wird an Schulen, Baustellen und gefährlichen Stellen. Der Haupttag ist Mittwoch. Dann wird in allen teilnehmenden Bundesländern geblitzt. Außer in Berlin und im Saarland. Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 8. April 2025. Spannung zwischen Israel und der Türkei in Syrien. Seit dem Machtwechsel in Syrien hat die Türkei dort ihren Einfluss ausgeweitet. Die neue Regierung in Damaskus wird von der Türkei unterstützt. Israel sieht das kritisch. Ein ehemaliger Mossad-Agent warnt: Wenn die Türkei mehr Soldaten und Luftabwehr in Syrien stationiert, muss Israel seine Militärstrategie ändern. Die Türkei will offenbar Luftwaffenstützpunkte in Syrien nutzen. Dort sollen auch einige Luftabwehrsysteme wie Hisar eingesetzt werden. Das könnte zu Konflikten mit Israel führen. VW überholt Tesla beim E-Auto-Verkauf.
Volkswagen ist jetzt Marktführer für Elektroautos in Deutschland. Von Januar bis März wurden fast 26.000 neue E-Autos von VW zugelassen. Das ist fast jedes zweite Elektroauto. Tesla liegt mit nur 4.935 Autos weit zurück, auf Platz 8. Vor einem Jahr war Tesla noch auf Platz 1. Gründe für den Rückgang könnten politische Aussagen von Elon Musk und das neue Model Y sein. Schiff Baltica muss Fahrt abbrechen. Vor Kühlungsborn ist auf dem Ausflugsschiff Baltica Wasser ins Heck eingedrungen. Der Kapitän hat kurz nach dem Start ein Problem bemerkt und ist zurückgekehrt. Die Passagiere konnten sicher an Land gehen. Feuerwehrleute haben Wasser aus dem Schiff abgepumpt und Ölsperren ins Meer gelegt. Taucher haben später den Grund gefunden. Die Antriebswelle war locker. Das Schiff darf vorerst nicht mehr fahren. Trump lehnt EU-Vorschlag ab. Im Streit um neue Zölle hat US-Präsident Donald Trump ein Angebot der EU abgelehnt. Die EU hatte angeboten, alle gegenseitigen Zölle auf Industriegüter abzuschaffen. Trump wurde gefragt, ob das Angebot der EU gut genug ist. Er hat geantwortet: Nein, das ist es nicht. Stattdessen fordert Trump, dass die EU mehr Energie aus den USA kauft, damit das Handelsdefizit zwischen den USA und der EU kleiner wird. Außerdem kritisiert er, dass die EU nur sehr wenige Autos und Agrarprodukte aus den USA importiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, dass die EU zwar zu Verhandlungen bereit ist, gleichzeitig aber auch Gegenzölle vorbereitet. Erste Maßnahmen sollen ab Mitte April kommen. Finanzminister Jörg Kukies hat gewarnt, höhere US-Zölle könnten für Deutschland gefährlich werden. Die Exporte können um 15% sinken. Das wäre schlecht für die Wirtschaft. Elon Musk will mit Raketen die Flugzeit verkürzen. SpaceX-Chef Elon Musk hat eine alte Idee wieder ins Gespräch gebracht. Reisen per Rakete von Stadt zu Stadt. Sein Projekt heißt Earth to Earth. Zum Beispiel kann ein Flug von New York nach London nur 29 Minuten dauern. Musk will dafür die Rakete Starship nutzen. Sie ist eigentlich für Flüge ins All gedacht, soll aber auch auf der Erde Menschen schnell transportieren. Die Idee wurde schon 2017 vorgestellt, ist aber noch nicht Realität. Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 9. April 2025. Tesla nimmt den Cybertruck nicht zurück. Tesla hat ein Problem mit dem Cybertruck. Der Elektro-Pickup verkauft sich schlecht. In den USA stehen rund 2.400 unverkaufte Fahrzeuge. Der Preis liegt bei etwa $80.000. Wer seinen Cybertruck gegen ein anderes Tesla-Modell eintauschen möchte, hat Pech. Tesla nimmt den Cybertruck im Moment nicht zurück. Grund ist, dass zu viele Fahrzeuge auf Lager sind.
Auch der Wert des Cybertrucks ist stark gefallen. In nur einem Jahr um 55%. Einige Besitzer wollen ihre Fahrzeuge zurückgeben, weil es Probleme gibt. 2 Tote in Güllebecken gefunden. Identitäten unklar. In Gröditz in Sachsen sind 2 Leichen in einem Güllebecken entdeckt worden. Ein Mann und eine Frau. Die Polizei weiß noch nicht, wer sie sind und wie sie gestorben sind. Ein Mitarbeiter des Bauernhofs hat die Toten am Montagnachmittag gefunden. Das Becken wird nur selten kontrolliert. Deshalb weiß man nicht, wie lange die Leichen schon dort waren. Laut Polizei handelt es sich nicht um Mitarbeiter des Betriebs. Im Dorf wird auch niemand vermisst. Hinweise auf Gewalt gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Unfall mit Schweinetransport auf der A7. Auf der A7 bei Jagel in Schleswig-Holstein ist am Dienstag ein LKW mit 700 Ferkeln umgekippt. Der Grund war vermutlich ein geplatzter Reifen. Der LKW ist nach rechts auf den Pannenstreifen gekippt. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden nur leicht verletzt. Einige Schweine haben den Unfall nicht überlebt. Die A7 war stundenlang gesperrt und wurde erst am Abend wieder freigegeben. Strafe für Ticketfirma in Rom. In Rom mussten Touristen oft sehr viel Geld für Tickets zum Kolosseum zahlen. Der Grund? Das offizielle Ticketunternehmen und mehrere Reiseveranstalter haben viele Eintrittskarten gehortet und teurer weiterverkauft. Die italienische Wettbewerbsbehörde hat sie nun bestraft. Mit fast 20 Millionen Euro. Allein das Unternehmen Coop Culture muss über 7 Millionen Euro zahlen. Dominikanische Republik. 98 Tote nach Disco-Einsturz. In der Hauptstadt Santo Domingo ist das Dach einer Diskothek eingestürzt. Dabei sind mindestens 98 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchen weiter nach Vermissten. Über 160 Personen wurden verletzt. Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 10. April 2025. Trump setzt Zölle aus. Börsen steigen stark. Nach einer Zollpause von 90 Tagen sind die Börsen weltweit gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, neue Zölle für 3 Monate auszusetzen. An der Börse in New York sind die Kurse stark gestiegen. Auch der DAX in Deutschland ist um 8% nach oben gegangen. Trump hat in den sozialen Medien geschrieben: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Experten glauben, dass die Pause länger dauern könnte. Ukraine. Chinesische Söldner kämpfen für Russland. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, dass chinesische Staatsbürger für Russland im Krieg kämpfen. Er spricht von mindestens 155 Kämpfern mit Namen und Passdaten.
2 von ihnen wurden laut Ukraine bereits gefasst. Selenskyj warnt: Russland zieht andere Länder in den Krieg hinein. Zuerst Nordkorea, jetzt China. Er fordert eine klare Reaktion. Todesstrafe in Florida. Mörder hingerichtet. Im US-Bundesstaat Florida ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden. Der Mann hieß Michael Tansey und war 48 Jahre alt. Im Jahr 2000 hatte er eine Frau namens Jeanette Acosta entführt und getötet. Sie hatte bei der Zeitung Miami Herald gearbeitet. Tansey hatte sie zuerst um eine Zigarette gebeten, dann angegriffen. Später hatte er sie erwürgt und ihre Leiche versteckt. Tansey wurde festgenommen, hat die Tat gestanden und die Todesstrafe bekommen. Am Dienstagabend wurde er per Giftspritze hingerichtet. Tansey hat vor der Hinrichtung um Entschuldigung gebeten. Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 11. April 2025. Freundschaftsspiel zwischen Fenerbahce und Schalke 04. In Gelsenkirchen findet ein Freundschaftsspiel zwischen ehemaligen Spielern von Fenerbahce und Schalke 04 statt. Das Spiel soll die türkisch-deutsche Freundschaft stärken. Es wird erwartet, dass viele Fans beider Vereine teilnehmen. CDU und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag. Die CDU, CSU und die SPD haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Friedrich Merz soll am 7. Mai zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Der Vertrag enthält Pläne zur Senkung der Strompreise, zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Begrenzung der Migration. Die CSU hat dem Vertrag bereits zugestimmt. Die CDU wird Ende April darüber entscheiden. Weltkriegsbombe in Mannheim erfolgreich entschärft. In Mannheim-Seckenheim wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und erfolgreich entschärft. Rund 1500 Anwohner mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Nach der Entschärfung konnten sie sicher zurückkehren. Hubschrauber stürzt in Hudson River vor Manhattan. Ein Touristenhubschrauber ist über dem Hudson River vor Manhattan abgestürzt. Alle Touristen aus Spanien sowie der Pilot sind ums Leben gekommen. Augenzeugen haben berichtet, dass sich der Hubschrauber unkontrolliert gedreht und ein Rotorblatt sich gelöst hat, bevor das Fluggerät auseinandergebrochen ist. Die Untersuchungen zur Absturzursache laufen. Gefangenenaustausch zwischen Russland und USA. Russland und die USA haben eine Gefangene ausgetauscht. Die US-russische Ballerina Ksenia Karelina wurde freigelassen. Sie war über ein Jahr in Russland im Gefängnis. Nun ist sie auf dem Weg zurück in die USA. Im Gegenzug soll die USA den Deutsch-Russen Artur Petrov freigelassen haben. Russlands Präsident Putin hat Karelina begnadigt.
Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 16. April 2025. Joe Biden kritisiert Donald Trump. Der frühere US-Präsident Joe Biden hat zum ersten Mal die neue Regierung von Donald Trump offen kritisiert. In einer Rede in Chicago sagte er, dass die neue Regierung in weniger als 100 Tagen so viel Schaden angerichtet und so viel zerstört hat. Biden sieht die USA als tief gespalten. So unruhig war das Land noch nie. Ein wichtiges Thema seiner Kritik war die Sozialversicherung. Sie unterstützt alte und behinderte Menschen in den USA. Biden kritisiert, dass die neue Regierung die Sozialhilfe stark kürzt und 7.000 Mitarbeiter entlassen hat. Außerdem warnt Biden vor einer neuen Behörde namens DOGE. Elon Musk unterstützt sie. Diese Behörde soll das ganze System der Sozialhilfe verändern. In Deutschland droht Eierknappheit. In den Niederlanden schließen viele Hühnerbetriebe. Der Grund? Die Bauern bekommen Geld vom Staat, wenn sie weniger Tiere halten, zum Schutz der Umwelt. Das ist ein Problem für Deutschland. Täglich kommen 13 Millionen Eier aus den Niederlanden. Wenn diese Importe nicht mehr kommen, fehlen Eier im deutschen Supermarkt. Der Eierverband warnt, die Preise könnten steigen, vielleicht um 1 oder 2 Cent pro Ei. Ein Zehnerpack kostet jetzt oft 2 Euro. Bald könnte er 2,10 € oder 2,20 € kosten. Vor allem die Hersteller von Fertigessen haben Sorgen. Für sie werden Eier als Zutat zu teuer. Große Preissteigerungen wie in den USA erwartet man aber nicht. Chinesische Kriegsgefangene. Russlands Armee ist schwach. 2 Chinesen haben für Russland im Krieg gegen die Ukraine gekämpft. Jetzt sitzen sie in der Ukraine im Gefängnis. Auf einer Pressekonferenz sagten sie: Russland hat uns belogen. Die Armee ist nicht stark. Die Ukraine ist stärker, als Russland behauptet. Sie haben eine Anzeige im Internet gesehen, wahrscheinlich auf TikTok, und sind dann wegen des Geldes nach Russland gereist, um für die Armee zu kämpfen. Kurz nach ihrer Ankunft wurden sie von ukrainischen Soldaten gefangen genommen. Sie sagen, dass sie nicht von der chinesischen Regierung geschickt wurden. Sie haben von sehr schlechten Bedingungen im russischen Militär berichtet. Kein Wasser, wenig Essen, kaum Kontakt zu Vorgesetzten. Einer von ihnen sagte: Wir mussten lange arbeiten und bekamen nur eine Handvoll rohen Reis. Beide warnen jetzt andere Chinesen: Geht nicht nach Russland. Es ist gefährlich. Elon Musk und Mark Zuckerberg verdienen Milliarden. Die US-Regierung hat für 90 Tage neue Zölle gestoppt, außer für China. Danach sind die Börsen stark gestiegen. Auch die Aktien großer Tech-Firmen sind mehr wert geworden.
Elon Musk und Mark Zuckerberg haben dadurch in kurzer Zeit viel Geld verdient. Laut Business Insider haben die reichsten 10 Milliardäre insgesamt 107 Milliarden Dollar gewonnen. Probleme bei Trade Republic. Viele Anleger verärgert. Viele Nutzer der App Trade Republic konnten am Montag und Mittwoch ihr Depot nicht öffnen. Grund war eine technische Störung, mitten in der wichtigsten Börsenphase. Viele waren deshalb sehr verärgert. Auch andere Anbieter wie Scalable Capital, Comdirect oder ING hatten ähnliche Probleme. Die Finanzaufsicht BaFin will nun prüfen, warum die Störungen passiert sind und ob die Anbieter in Zukunft besser vorbereitet sind. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 17. April 2025. Ab heute Fotoverbot in Polen. In Polen darf man ab dem 17. April 2025 viele Orte nicht mehr fotografieren. Dazu gehören Bahnhöfe, Flughäfen, Brücken, Regierungsgebäude und Kraftwerke. Wer es trotzdem macht, muss bis zu 4.600 € Strafe zahlen oder bis zu 30 Tage ins Gefängnis. Polen will sich so besser vor Spionen schützen. Polizei erschießt Mann nach Axtangriff in Hilzingen. Am Mittwoch hat ein 64-jähriger Mann in Hilzingen mit einer Axt auf ein Auto eingeschlagen. In dem Auto ist ein Kind gesessen. Die Mutter konnte mit dem Kind fliehen und hat die Polizei gerufen. Als die Polizei angekommen ist, hat der Mann sie mit der Axt angegriffen. Ein Polizist wurde dabei am Arm verletzt. Die Polizei hat daraufhin mehrere Schüsse abgegeben. Der Mann ist dabei schwer verletzt worden und noch vor Ort gestorben, trotz aller Hilfe. Laut Augenzeugen hat der Mann vorher schon andere Menschen bedroht. Bereits letzte Woche hat es einen ähnlichen Fall in Schramberg gegeben. Ein 48-Jähriger hat eine Schusswaffe auf Polizisten gerichtet und ist ebenfalls erschossen worden. Flugzeug mit Afghanen in Leipzig gelandet. Ein Flugzeug mit 138 Afghanen ist am Mittwochabend in Leipzig gelandet. Viele von ihnen haben schon eine Aufnahmezusage von Deutschland bekommen. Darunter waren auch 45 Kinder. Das Flugzeug ist in Pakistan gestartet, weil die Menschen vorher dorthin geflüchtet waren. In Pakistan warten noch etwa 2.600 weitere Afghanen auf ihre Einreise nach Deutschland. Vor dem Flug haben alle eine Sicherheitsprüfung gemacht. Weitere Flüge sind für April geplant. Ostern bringt volle Straßen und Züge. Der ADAC hat gewarnt. Am langen Osterwochenende wird es viele Staus geben, vor allem am Gründonnerstag. Auf Autobahnen wie A3, A5 und A7 haben sich bereits Staus gebildet. Auch in Zügen wird es eng. Die Bahn hat viele zusätzliche Züge eingesetzt und empfiehlt, Sitzplätze zu reservieren. Streit um Atommülllager Schacht Konrad.
Das Atommülllager in Salzgitter wird vielleicht nicht wie geplant ab den 2030er Jahren genutzt. Grund sind Probleme mit alten Regeln zum Schutz des Grundwassers. Experten haben gewarnt, dass viele Abfälle unter diesen Bedingungen nicht eingelagert werden dürfen. Kritiker fordern jetzt einen Baustopp. Die Regierung bleibt aber optimistisch. Polizei räumt Hörsaal an Berliner Uni. An der Humboldt-Universität in Berlin haben pro-palästinensische Aktivisten einen Hörsaal besetzt. Sie haben Parolen wie Free Gaza aufgeschrieben und Fenster beschmiert. Die Polizei hat rund 90 Personen herausgeführt und ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Die Uni-Leitung findet, dass rote Linien überschritten wurden. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 18. April 2025. Trump hat Meloni im Weißen Haus empfangen. US-Präsident Trump hat die italienische Regierungschefin Meloni im Weißen Haus empfangen. Er sagte: „Ich mag sie sehr. Sie hat einen fantastischen Job gemacht." Auch Meloni hat freundlich gewirkt. Sie sagte, Europa und die USA sollen bei wichtigen Themen zusammenarbeiten. Zum Beispiel bei Migration oder Handel. Trump hat ein neues Abkommen mit der EU versprochen. Es soll bald kommen. Meloni hat Trump nach Italien eingeladen. Er hat zugesagt. In Europa haben einige Politiker ihren Besuch kritisch gesehen. Sie haben ihr zu viel Nähe zu den USA vorgeworfen. 15-Jähriger in Hamburg gestorben. Neue Festnahmen. Ein 15-jähriger Junge ist in der Nacht zu Montag in Hamburg aus dem 8. Stock gefallen und gestorben. Zuvor sind mehrere Männer in seine Wohnung eingebrochen. Er wollte offenbar über den Balkon fliehen. Die Polizei hat zuerst 5 Verdächtige festgenommen. Jetzt hat sie 3 weitere Männer festgenommen. In Hamburg und Bordesholm. Alle 8 sollen den Jungen bedroht haben. 4 Männer sitzen schon in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter. Messerangriff vor Supermarkt in Sachsen. In Rochlitz hat ein 23-jähriger Mann 2 Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann hatte ein Hausverbot im Supermarkt. Am Abend hat er vor dem Eingang gesessen und plötzlich eine 59-jährige Frau angegriffen. Ein 18-jähriger Mann wollte helfen und wurde auch verletzt. Mehrere Passanten haben den Täter festgehalten, bis die Polizei gekommen ist. Bei der Festnahme hat der Mann nach den Polizisten geschlagen und getreten. Beide Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Deutschland liefert keine Eurofighter an die Türkei. Die Bundesregierung hat entschieden. Es werden keine Eurofighter-Kampfjets an die Türkei geliefert. Ein Grund ist die Verhaftung des türkischen Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu.
Die Regierung in Berlin hat gesagt, das ist schlecht für die Demokratie in der Türkei. Deshalb hat Deutschland den Export gestoppt. Eigentlich war geplant, etwa 30 Kampfjets zu verkaufen. Auch Kanzler Scholz hatte früher Waffenlieferungen an die Türkei gerechtfertigt. Jeff Bezos hat seine Villa verkauft. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat ein Haus in Washington für 63 Millionen Dollar verkauft. Er hat es 2019 für 37,5 Millionen gekauft und jetzt 25,5 Millionen Gewinn gemacht. Die Villa liegt am Lake Washington und hat 3 Schlafzimmer, ein Gästehaus und eine Dachterrasse. Bezos ist nach Florida gezogen. Dort muss man keine Steuer auf Gewinne zahlen. In Florida hat er schon neue Häuser gekauft. Für über 200 Millionen Dollar. Seine Verlobte Lauren Sanchez wohnt mit ihm in Miami. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 19. April 2025. Tesla soll Kilometerzähler manipuliert haben. Tesla steht in den USA vor Gericht. Kunden haben gesagt, die Kilometerzähler in Tesla-Autos haben zu viele Kilometer angezeigt. So ist die Garantie früher abgelaufen. Tesla musste dann keine Reparaturen bezahlen. Ein Mann aus Kalifornien hat ein Auto gekauft. Laut ihm ist der Zähler 15% zu schnell gelaufen. Er hat dadurch $10.000 für eine Reparatur selbst bezahlt. Die Kläger fordern jetzt Geld von Tesla. Tesla hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Einbruch am helllichten Tag in Hagen. In Hagen sind Einbrecher am helllichten Tag in ein Wohnhaus eingestiegen. Am Gründonnerstag zwischen 14 und 15 Uhr haben sie in der Prenzlstraße eine Wohnungstür im Erdgeschoss aufgebrochen und alles durchsucht. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise. Sie warnt: In Mehrfamilienhäusern soll man keine Fremden ins Haus lassen. Wer klingelt, sollte sagen, wer er ist. Und man sollte immer vorsichtig bleiben. Auch wenn alles normal klingt. Natürlicher Wasserstoff in Franken entdeckt. In Nordbayern haben Forschende natürlichen Wasserstoff im Boden gefunden. Diese Energiequelle könnte wichtig für die Zukunft sein. Sie verursacht kein CO2 und entsteht tief in der Erde. In der Region Haßberge wurden sehr hohe Werte gemessen. Der Wasserstoff könnte mit Erdwärme aus dem Boden geholt werden. Die Uni Erlangen plant ein Projekt zur Stromproduktion. Schon in 5 Jahren könnte in Franken damit Energie produziert werden. Dafür sucht man jetzt Geldgeber und Partner in der Region. Union fordert Wechsel bei der Deutschen Bahn. Die Union ist unzufrieden mit der Führung der Deutschen Bahn. Viele Züge kommen zu spät und das Schienennetz ist kaputt.
Außerdem hat die Bahn wieder viel Geld verloren. Der CDU-Politiker Ulrich Lange sagt, die Leitung der Bahn soll sich ändern. Es soll weniger Personen im Vorstand geben. Die neuen Verantwortlichen sollen sich gut mit Zügen und dem Schienennetz auskennen. Die Union will, dass diese Änderungen schnell umgesetzt werden. Nicht erst in ein paar Jahren. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 21. April 2025. Kolosseum für US-Vize geschlossen. Touristen wütend. In Rom ist das Kolosseum für den Besuch des US-Vizepräsidenten J.D. Vance geschlossen worden. Viele Touristen waren wütend, weil sie nicht hinein durften. Manche haben Schande gerufen und einige sind sogar über den Zaun geklettert. Am Ende ist Vance gar nicht gekommen. Nur seine Frau hat das Kolosseum besucht. Er ist in der US-Botschaft geblieben. Mit seiner Familie hat Vance auch den Vatikan besucht. Für seine Söhne hat er Gladiatorenrüstungen gekauft. Später ist die Familie Eis essen gegangen. Mit Sorten wie Pistazie, Mango und Schokolade. Bukele will Gefangenenaustausch mit Venezuela. El Salvadors Präsident Bukele hat Venezuelas Präsident Maduro einen Gefangenenaustausch vorgeschlagen. 252 Venezuelaner sitzen in El Salvador im Gefängnis. Sie wurden aus den USA abgeschoben. Bukele will sie gegen politische Gefangene in Venezuela austauschen. Er fordert, Venezuela soll Journalisten, Aktivisten und Oppositionelle freilassen. Auch Menschen aus anderen Ländern sind betroffen, zum Beispiel aus Deutschland und den USA. Die Abschiebungen aus den USA sind umstritten. Manche sagen, nicht alle dieser Menschen haben ein Verbrechen begangen. Selenskyj will Stopp von Angriffen auf zivile Ziele. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland vorgeschlagen, 30 Tage lang keine zivilen Ziele mehr anzugreifen. Also keine Häuser, Krankenhäuser oder Kraftwerke. Russland hatte zuvor eine Waffenruhe angekündigt, aber beide Seiten sagen, die Waffenruhe wurde nicht eingehalten. Selenskyj sagt, wenn Russland den Vorschlag ablehnt, will es den Krieg verlängern. Auch die USA würden eine längere Waffenruhe gut finden. China-Autos. Stark in China, schwach in Deutschland. In China verkaufen neue Firmen wie BYD, Xiaomi und XPeng sehr viele Elektroautos. Sie sind modern, schnell und erfolgreich. Sogar stärker als Tesla. Besonders die Firma BYD ist dort Marktführer. BYD will jetzt auch in Europa wachsen. Die Firma hat viele neue Modelle, schickt Autos mit großen Schiffen nach Europa und will sogar Fabriken bauen. Auch bei der Fußball-EM 2024 macht BYD Werbung. In Deutschland läuft es aber noch nicht gut.
In den ersten 3 Monaten wurden nur 1225 neue BYD-Autos verkauft. Das sind nur 0,18% vom Markt. Nur 215 davon haben private Käufer gekauft. Auch die Marke XPeng verkauft sehr wenig. In 3 Monaten waren es nur 432 Autos. Das sind weniger als bei Ferrari. Experten wie Ferdinand Dudenhöffer sagt, die Technik aus China ist gut, aber das Marketing in Europa ist schwach. Viele Händler haben nur ein paar Autos im Angebot. Die Marken sind hier noch zu unbekannt. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 22. April 2025. Papst Franziskus ist gestorben. Papst Franziskus ist heute Morgen im Alter von 88 Jahren in Rom gestorben. Das hat der Vatikan bestätigt. Er war seit längerer Zeit schwer krank, hat aber bis zuletzt an Gottesdiensten teilgenommen. Franziskus wurde 1936 in Argentinien geboren und war seit 2013 Papst. Als erster aus Südamerika. Viele Menschen schätzten ihn für seine Bescheidenheit und seine Botschaften über Frieden und Gerechtigkeit. Jetzt beginnt im Vatikan eine 9-tägige Trauerzeit. Danach wählen die Kardinäle einen neuen Papst. Franziskus wird in der Kirche Santa Maria Maggiore beerdigt, einem Ort, der ihm besonders wichtig war. Harvard verklagt US-Regierung wegen gekürzter Fördergelder. Die Harvard-Universität hat die US-Regierung verklagt. Der Grund? Die Regierung von Donald Trump will Harvard 2,2 Milliarden Dollar streichen. Offiziell geht es um Proteste auf dem Campus. Harvard sagt aber, die Regierung will Einfluss auf die Uni nehmen. Das verletze die Meinungsfreiheit. Die Universität will, dass das Geld weiter gezahlt wird. Die Türkei verbietet geplante Kaiserschnitte in Privatkliniken. In der Türkei dürfen Privatkliniken keine geplanten Kaiserschnitte mehr machen, außer in Notfällen. Das hat das Gesundheitsministerium entschieden. Die Regierung will damit normale Geburten fördern und das Bevölkerungswachstum steigern. Präsident Erdogan hat das Jahr 2025 zum Jahr der Familie erklärt. Viele Menschen kritisieren das Verbot. Auch die türkische Ärztekammer ist dagegen. Sie sagt, die Regierung macht Druck auf Frauen. Am Wochenende hat das Gesundheitsministerium für Diskussionen gesorgt. Bei einem Fußballspiel haben die Spieler ein Plakat mit der Aufschrift getragen: Natürliche Geburt ist natürlich. Damit wollte die Regierung ihre Kampagne unterstützen. Doch viele Menschen kritisieren die Aktion. Tom Kaulitz spricht über das Leben mit Heidi Klum. Tom Kaulitz ist seit 2019 mit Heidi Klum verheiratet. Die beiden leben zusammen mit Heidis 4 Kindern in einer Villa in Hollywood. Tom ist also Stiefvater. In seinem Podcast erzählt Tom, dass er streng ist, wenn die Kinder einen Freund nach Hause bringen.
Dann stellt er viele Fragen. Zum Beispiel: Was machst du beruflich? Oder wie lange kennst du mein Kind? So will er die Person besser kennenlernen. Manchmal wirkt er dabei nicht sehr freundlich. Auch über Schwiegerväter spricht er. Er findet, dass viele Schwiegerväter oft grummelig sind. Tom sagt aber auch: Ich bin manchmal selbst so. Scania kauft Batteriefirma von Northvolt. Die VW-Tochter Scania übernimmt eine Batteriefirma vom schwedischen Hersteller Northvolt. Die Firma ist pleite. Scania kauft die Sparte, die Batterien in Polen produziert. Northvolt hat viele Schulden und Probleme. Scania will die Batterieproduktion jetzt weiterführen. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 23. April 2025. OpenAI zeigt Interesse an Übernahme von Google Chrome. Das US-Justizministerium hat Maßnahmen gefordert, um Googles Monopol bei der Internetsuche zu beenden. In einem Prozess in Washington hat Nick Turley, Produktchef von ChatGPT, gesagt, dass OpenAI Interesse an einer Übernahme von Google Chrome hat, falls Google verkauft werden muss. OpenAI hat gefordert, dass Googles Suchdaten für Konkurrenten geöffnet werden. Google hat ein Angebot zur Zusammenarbeit abgelehnt. ChatGPT hat bislang Bing genutzt und Google hat seine Vorinstallationsverträge gelockert. Die US-Behörden haben weitere Schritte verlangt. Neue Pfandautomaten. Schnell und einfach Leergut abgeben. Kaufland testet in mehreren Städten neue Pfandautomaten. Diese Geräte heißen Tomra R2 und haben ein sogenanntes Multi-Feed-System. Das bedeutet, Kunden können ihr ganzes Leergut auf einmal einwerfen. Also viele Flaschen und Dosen zusammen. Die Maschine sortiert automatisch Plastik, Glas und Dosen. Der Automat ist bereits in Städten wie Dortmund, Worms, Leipzig oder Ahrensfelde im Einsatz. Auch in einem Edeka-Markt in Grünberg steht ein solcher Automat. Dort sagen die Kunden: Die Rückgabe geht jetzt viel schneller. Besonders praktisch ist, wenn man aus Versehen etwas anderes einwirft, zum Beispiel ein Handy oder einen Schlüssel, wird es in ein internes Fundbüro gelegt. Mitarbeiter können es dann zurückgeben. Kaufland sagt, die neue Technik ist bis zu 5-mal schneller als alte Automaten. Mindestens 26 Tote bei Angriff auf Touristen in Kaschmir. In der indischen Region Kaschmir wurden bei einem Angriff auf Touristen mindestens 26 Menschen getötet. Darunter 25 Inder und ein nepalesischer Staatsbürger. Die Opfer waren größtenteils Besucher aus verschiedenen Teilen Indiens. Der Angriff hat sich in der Nähe des Urlaubsortes Pahalgam ereignet. Die Gruppe Kashmir Resistance hat sich zu der Tat bekannt. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag.
Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 24. April 2025. EU gibt Strafen an Apple und Meta. Die EU hat die Firmen Apple und Meta bestraft. Apple muss 500 Millionen Euro zahlen, Meta 200 Millionen. Grund dafür sind Probleme mit dem App Store und dem Datenschutz. Laut der EU macht Apple es anderen Firmen schwer, ihre Apps zu verkaufen. Meta bietet neue Dienste mit weniger Datenschutz an. Das ist nicht erlaubt. Beide Firmen finden die Strafen unfair. Sie wollen sich dagegen wehren. Meta sagt, dass US-Firmen schlechter behandelt werden als Firmen aus Europa oder China. Apple meint, es hat schon viele Änderungen gemacht, trotzdem verlangt die EU noch mehr. Die EU will mit dem neuen Gesetz Digital Markets Act große Tech-Firmen kontrollieren. In Zukunft kann es noch höhere Strafen geben. Investor Křetínský übernimmt Metro. Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský besitzt fast 70% der Metro-Aktien. Seine Firma EPGC hat viele Anteile von anderen Aktionären gekauft. Er hat pro Aktie 5,33 € gezahlt. Křetínský war schon seit 2018 an Metro beteiligt. Jetzt hat er auch Unterstützung von 2 wichtigen Altaktionären bekommen. Die Metro ist deshalb seit dem 16. April 2025 nicht mehr an der Börse. Die Aktien können dort nicht mehr gehandelt werden. Das Unternehmen Metro sagt, ohne Börse ist es einfacher, die eigene Strategie umzusetzen. Es muss dann weniger Berichte schreiben und kann flexibler arbeiten. Auch andere Börsen wie in Berlin wollen den Handel mit Metro-Aktien bald beenden. Křetínský hat auch in andere Firmen investiert. Zum Beispiel in Energieunternehmen, Supermarktketten und in ThyssenKrupp. Mörder in Texas hingerichtet. Im US-Bundesstaat Texas ist ein 41-jähriger Mann hingerichtet worden. Moises Sandoval Mendoza hatte 2004 eine junge Mutter entführt, sexuell missbraucht und getötet. Ihre Tochter war damals 6 Monate alt und ist allein zurückgeblieben. Mendoza wurde zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde jetzt mit einer Giftspritze vollzogen. In seinen letzten Worten hat er sich bei der Familie des Opfers entschuldigt. In den USA gab es in diesem Jahr schon 13 Hinrichtungen. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 25. April 2025. Neue Entdeckungen auf dem Mars. Hinweise auf früheres Leben. Der NASA-Rover Perseverance hat auf dem Mars eine uralte Gesteinslandschaft entdeckt. Die Forscher glauben, diese Gesteine könnten zeigen, dass es früher Leben auf dem Mars gegeben hat. Der Rover untersucht gerade den Rand des Jezero-Kraters.
Vor Milliarden Jahren war dort vielleicht ein See. Ein wichtiger Fund ist ein Stein mit dem Namen Silver Mountain. Er ist sehr alt, etwa 3,9 Milliarden Jahre. In einem anderen Stein wurde ein Mineral gefunden. Es entsteht, wenn Wasser und Vulkangestein zusammenkommen. Dabei entsteht Energie. Das ist wichtig für das Leben. Auch der ältere Mars-Rover Curiosity hat neue Dinge entdeckt. Er hat das Mineral Siderit in einem Gestein entdeckt. Das zeigt, früher gab es Wasser und Kohlendioxid auf dem Mars. Das Klima war vielleicht warm und feucht. Das wären gute Bedingungen für das Leben. In einer anderen Region hat Perseverance einen Felsen gefunden, den die Forscher Schädel nennen. Er sieht besonders aus, dunkel und eckig. Wissenschaftler denken, dass er durch Wasser oder Wind geformt wurde. Die NASA will später die Proben vom Mars zur Erde bringen. Das ist aber teuer und schwierig. Ein neuer Plan für den Rückflug soll bis 2026 fertig sein. Bis dahin sammelt der Rover weiter spannende Daten. Erdbeben in Istanbul. Tsunami-Gefahr und viele Nachbeben. Am Mittwoch hat es in Istanbul ein starkes Erdbeben gegeben. Danach haben viele Nachbeben die Stadt erschüttert. Über 230 Menschen wurden verletzt. Einige sprangen aus den Fenstern und wurden dabei verletzt. Einige Gebäude wurden evakuiert. Viele Menschen haben die Nacht draußen verbracht. Schulen, Parks und Moscheen wurden als Notunterkünfte geöffnet. Der japanische Erdbebenexperte Yoshinori Moriwaki hat gewarnt: Ein neues, starkes Beben ist möglich, vielleicht sogar ein Tsunami. Die Wellen könnten bis zu 3 Meter hoch sein. Moriwaki sagt, 50% der Gebäude in Istanbul sind bei einem sehr starken Erdbeben in Gefahr. Niemand kann sagen, wann das nächste Beben kommt. In ein paar Tagen oder erst in 30 Jahren. Aber alle sollen vorbereitet sein. Schulen, Häuser und der Staat müssen bereit sein. Der Geologe Celal Şengör hat gesagt, wer in einem Haus ohne sichtbare Schäden wohnt, kann dort bleiben. Aber langfristig sollte man überlegen, Istanbul zu verlassen. Für diese Aussage hat er Kritik bekommen. Ein Berater von Präsident Erdogan hat ihn Idioten genannt. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 26. April 2025. Aktuelle Lage auf der Autoshow in Shanghai. In China hat die wichtigste Automesse begonnen. Deutsche Hersteller wie VW, BMW und Mercedes haben dort neue Modelle vorgestellt. Ihr Marktanteil in China ist stark gesunken. E-Autos aus China sind günstiger und moderner. VW hat 3 neue Modelle speziell für China präsentiert.
Viele junge Chinesen finden deutsche Autos altmodisch. VW will jetzt schneller werden und moderne Technik bieten. 10.000 Menschen demonstrieren für Gerechtigkeit für Lorenz. Nach tödlichen Polizeischüssen auf den 21-jährigen Lorenz haben in Oldenburg bis zu 10.000 Menschen demonstriert. Sie forderten Gerechtigkeit und gedachten weiterer Opfer von Polizeigewalt. Lorenz war am Ostersonntag von hinten erschossen worden. Gegen die Polizisten wird wegen Totschlags ermittelt. In sozialen Medien wächst der Unmut. Viele vermuten rassistische Motive. Der Fall soll nun vollständig aufgeklärt werden. Sohn von hoher CIA-Beamtin wohl im Kampf für Russland gefallen. Michael Gloss, Sohn einer hohen CIA-Beamtin, ist laut Recherchen von iStories im Kampf für Russland bei Bachmut gefallen. Der 21-Jährige hatte sein Studium abgebrochen, war durch mehrere Länder gereist und hatte sich später der russischen Armee angeschlossen. Online hat er Verschwörungsideologien gezeigt. Seine Familie hat seinen Tod bestätigt, aber keine Details zu den Umständen genannt. Essener verhindert Fahrraddiebstahl und wird verletzt. Ein 19-jähriger Auslieferungsfahrer in Essen-Holsterhausen hat verhindert, dass ein Pedelec gestohlen wird. 2 Männer hatten versucht, das Rad zu stehlen. Der junge Mann hat sich mit einem Faustschlag verteidigt, wurde aber von hinten mit einem Gegenstand attackiert und getreten. Die Täter sind in einem weißen Transporter mit ausländischem Kennzeichen geflohen. Die Polizei sucht Zeugen. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 28. April 2025. Trump ist unzufrieden mit Putins Angriffen auf Ukraine. Nach neuen russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine hat US-Präsident Donald Trump seine Enttäuschung über Wladimir Putin geäußert. Er hat Russland aufgefordert, Angriffe zu stoppen und Verhandlungen zu beginnen. Trump hat mit neuen Sanktionen gedroht, falls Russland weiter angreift. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Rom hat Trump gesagt, Selenskyj will einen Deal. Sie haben auch kurz über die Zukunft der Krim gesprochen. Neues Gesetz: Barzahlungen bald begrenzt. In Deutschland und der EU gibt es neue Regeln für Bargeld. Wer mehr als 3.000 € bar bezahlen will, muss seine Daten angeben. Barzahlungen über 10.000 € sind verboten. Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu verhindern. Die EU will mehr digitale Zahlungen. Viele Menschen machen sich aber Sorgen. Bargeld bedeutet Anonymität und Freiheit. Auch Banken geben immer weniger Bargeld aus und viele Geldautomaten verschwinden. Mindestens 50 Tote bei neuen Angriffen auf Gaza.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind laut palästinensischen Berichten innerhalb eines Tages mindestens 50 Menschen getötet worden, darunter auch Kinder. Die Angriffe haben mehrere Orte wie Gaza-Stadt, Deir al-Balah und Chan Yunis getroffen. Israel will mit den Angriffen die Hamas schwächen und Geiseln befreien. Seit Mitte März sind im Gazastreifen nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa etwa 1783 Menschen getötet worden. Schwere Explosion im Iran. Viele Tote und Verletzte. Nach einer schweren Explosion im größten Hafen Irans sind mindestens 40 Menschen gestorben und mehr als 1000 verletzt worden. Berichte haben von einer Explosion in einem Chemikalienlager gesprochen. Die New York Times hat berichtet, dass es sich um Natriumperchlorat handeln könnte, einen Stoff für Raketen. Die Regierung hat erklärt, dass im Hafen keine militärischen Materialien gelagert waren. Das Feuer hat sich schnell ausgebreitet. Auch Feuerwehrleute aus Teheran haben bei den Löscharbeiten geholfen. Am Nachmittag hat der Präsident den Hafen besucht. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 29. April 2025. ChatGPT hilft jetzt beim Einkaufen. OpenAI hat eine neue Funktion vorgestellt. ChatGPT kann jetzt bei der Produktsuche helfen. Auf Fragen wie „Welche Espressomaschine unter $200 schmeckt wie in Italien?“ schlägt ChatGPT passende Modelle mit Fotos, Preisen und Links vor. Man kann die Produkte nicht direkt bei ChatGPT kaufen, sondern nur auf den Webseiten der Händler. Im Unterschied zu Google basieren die Vorschläge nicht auf Werbung, sondern auf Tests und Nutzerinteressen. Anfangs ist die Shoppinghilfe nur für Elektronik, Mode, Kosmetik und Haushaltswaren verfügbar. OpenAI möchte die Funktion bald für alle Nutzer freischalten. Zusätzlich zeigt ChatGPT jetzt auch Satzvorschläge und beliebte Suchtrends an. Amazon startet Konkurrenz zu Musks Starlink. Amazon hat seine ersten 27 Internetsatelliten ins All gebracht und startet damit den Aufbau seines eigenen Systems namens Project Kuiper. In den nächsten Jahren sollen rund 3200 Satelliten folgen. Starlink von Elon Musks Firma SpaceX ist bisher Marktführer beim Satelliteninternet. Doch Amazon will aufholen. Laut der Betriebslizenz müssen bis Mitte nächsten Jahres 1600 Satelliten im All sein. Auch wenn Starlink bereits 7000 Satelliten hat, sehen Experten Platz für Konkurrenz. Viele Kunden wünschen sich mehr Auswahl. Viele Menschen kritisieren Musk wegen seiner politischen Ansichten. US-Kampfjet stürzt ins Rote Meer. Im Roten Meer ist ein US-Kampfflugzeug vom Flugzeugträger ins Wasser gestürzt.
Das Flugzeug wurde mit einem Flugzeugschlepper bewegt, als die Kontrolle verloren gegangen ist. Sowohl der Jet als auch der Flugzeugschlepper sind ins Meer gestürzt. Alle Soldaten wurden gerettet, nur ein Matrose wurde leicht verletzt. Der Flugzeugträger und die anderen Flugzeuge sind weiter einsatzbereit. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 30. April 2025. Apple will iPhones in den USA bauen, mit Hilfe von Robotern. Laut dem US-Handelsminister wartet Apple nur auf gute Roboterarme, um iPhones auch in den USA herstellen zu können. Apple-Chef Tim Cook hat gesagt, er will nicht mehr so viele Menschen im Ausland beschäftigen. Aber dafür braucht man Roboter, die sehr genau arbeiten. Die US-Regierung möchte, dass Firmen wie Apple wieder in den USA produzieren. Präsident Trump hat sogar mit hohen Zöllen auf ausländische Produkte gedroht. Die meisten iPhones werden heute in China gebaut. Apple hat zwar auch Fabriken in Indien und Vietnam, aber fast alle Bauteile kommen aus Asien. In den USA wäre die Produktion viel teurer. Ein iPhone könnte dann über $3.000 kosten, sagen Experten. Im Moment blockiert China den Export einiger Maschinen nach Indien. Trotzdem denkt Apple noch darüber nach, in Zukunft mehr in den USA zu produzieren. Mit Hilfe von Robotern. Neue Regeln und Änderungen ab Mai. Ab Mai gibt es in Deutschland einige Änderungen. Sie betreffen viele Bereiche des Alltags. Ehepaare dürfen jetzt einfacher einen gemeinsamen Doppelnamen wählen. Auch Kinder können den Nachnamen von beiden Elternteilen bekommen. Das war bisher nicht möglich. Die neuen Namensregeln geben Familien mehr Freiheit. Wer einen Ausweis oder Reisepass beantragen will, muss ab Mai kein gedrucktes Foto mehr mitbringen. Das Bild muss digital sein. Außerdem kann man sich Ausweisdokumente ab dem 2. Mai direkt nach Hause schicken lassen. Dafür zahlt man 15 €. Der Ausweis darf nur persönlich übergeben werden, mit einem gültigen Dokument. Im Mai gibt es auch mehrere Feiertage. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. In Berlin ist zusätzlich der 8. Mai ein Feiertag. Zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine weitere Änderung betrifft die App Skype. Microsoft schaltet den Dienst am 5. Mai ab. Nutzer können stattdessen Microsoft Teams verwenden. Auch bei der Mülltrennung gibt es strengere Regeln. Ab dem 1. Mai darf Biomüll nur noch sehr wenig Fremdstoffe enthalten, höchstens 3%. Sonst wird der Müll nicht abgeholt. Und wer WhatsApp nutzen will, braucht ein neueres Handy. Die App funktioniert ab dem 5. Mai nur noch mit Android 5.0 oder iOS 15.1 oder neuer. Jakobs-Kaffee. Weniger Inhalt, aber teurer. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Jakobs 3-in-1 Classic Sticks zur Mogelpackung des Monats erklärt.
Der Grund? Die Packung sieht gleich aus, aber der Inhalt ist kleiner geworden. Früher hatte jeder Stick 18 Gramm Pulver, jetzt sind es nur noch 12 Gramm. Trotzdem ist der Preis gestiegen, von 2,69 € auf 2,79 €. Das bedeutet, der Kaffee ist jetzt 56% teurer. Jacobs hat erklärt, dass das Produkt verbessert wurde und weniger Zucker sowie Kalorien enthält. Die Verbraucherzentrale widerspricht. Pro 100 Gramm ist jetzt sogar mehr Zucker drin und auch weniger echter Kaffee. Dafür gibt es mehr künstliche Aromen. Deshalb soll das Produkt nicht mehr als Kaffee, sondern als aromatisiertes Getränkepulver gekennzeichnet werden. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen.